Eine der zentralen Herausforderungen heute besteht im Rohstoffwandel, den wir vor uns haben. Und zudem nicht nur den Rohstoffwandel an sich zu gestalten, sondern natürlich auch dies zu verknüpfen mit effizienten wie aber auch nachhaltigen Syntheseprozessen, die letztendlich zu wenig Abfall führen und trotzdem die Möglichkeit bieten, Chemikalien möglichst preisgünstig und hochökonomisch herzustellen. Für die chemische Industrie ist es ein ganz entscheidender Aspekt, zukünftig auch sehr abfallminimiert zu produzieren. Und mithilfe unserer Technologie ist es möglich, komplett ohne Lösungsmittel Transformationen durchzuführen, für die man typischerweise heute Lösungsmittel benötigen würde. Biokatalysatoren sind insofern sehr attraktiv für uns, weil die nachhaltig sind. Die sind hochselektiv und kann unter milde Bedingungen hergestellt werden, die Enzyme. Im Vergleich mit zum Beispiel Metallkatalysatoren, die ganz oft sind sie auch umweltschädlich und man benutzt hierbei viel zu viel Lösungsmittel zum Entsorgen und Herstellen. Und solche Probleme haben wir halt nicht im Bereich der Biokatalyse. Und es ist ein schönes Beispiel auch, wie eine verbesserte Ökonomie einhergeht mit einer erhöhten Nachhaltigkeit. Als Reaktionsbeschleuniger verwenden wir Proteine, Werkzeuge aus der Natur, die in jeder Zelle in der Lage sind, Reaktionen schneller durchzuführen. Proteine wiederum haben allerdings grundsätzlich den Nachteil, dass sie relativ schnell deaktivieren. Deaktivieren heißt, man kann das vergleichen mit einem Stoffknäuel, Wollknäuel, dass sie letztendlich entfalten und damit nicht mehr als Reaktionsbeschleuniger zur Verfügung stehen. Die Idee unseres Konzepts war, dass wir durch Verkapselung, wenn man so will, durch Einbringen dieses Wollknäuels in einen Käfig eine Entfaltung verhindern und damit letztendlich auch ermöglichen, Reaktionen bei Temperaturen durchzuführen, bei denen das Wollknäuel, das Protein typischerweise dann entfalten würde. Entsprechend sind wir nun in der Lage, bei über 100 Grad solche Transformationen durchzuführen. Diese Technologie, die wir entwickelt haben, haben wir auch zum Patent angemeldet, mit dem Ziel, diese Technologie auch zu kommerzialisieren und gemeinsam mit Industriepartnern für die Synthese von technischen Produkten dann auch anzuwenden. Die Anwendungen sind hauptsächlich primär eingesetzt für die Herstellung von Kosmetikester und Aromenstoffen. Und diese Stoffklassen spielen eigentlich eine große Rolle in der Industrie. Das Marktvolumen ist ebenfalls sehr, sehr hoch. Das liegt heute bereits in 2024 bei 3,75 Milliarden Euro mit einem Wachstumspotenzial von etwa 5%. Ein entscheidendes Kriterium für diese Technologieentwicklung war auch die hohe Interdisziplinarität. Hier treffen sich sozusagen zwei Gebiete, die typischerweise oftmals in der Chemie sehr getrennt betrachtet werden. Einmal organische Synthese, aber eben auch in Kombination mit Biotechnologie. Und dies entspricht auch dem Markenzeichen der Universität Bielefeld, nämlich die interdisziplinäre Durchführung von Forschung durch Kombination verschiedener Welten von Wissenschaften. In unserem Fall Biotechnologie, Biologie, organische Synthese und auch Verfahrenstechnik.